Herzlich willkommen bei Videowissen. Bei der bundesweiten Wilhelm und Else Herreus Lehrerfortbildung in Heidelberg hat David Telge einen Vortrag gehalten. Er ist an der Uni Heidelberg und hat etwas zu Mikrometeoriten erklärt. Viele kleine Brösel, die bei uns aufs Dach fallen. Sie sehen nicht so aus, als ob sie irgendwas mit dem Kosmos zu tun hätten, eher wie Sandkörner. Aber dahinter steckt Astrophysik. Wie kann man sie erkennen? Wie kann man sie einordnen? Das ist ein Thema. Viel Spaß! Ich bin David Telge. Ich bin hier an der Uni Heidelberg Lehramtsstudent für Mathe und Physik und habe jetzt eben im Sommer am Haus der Astronomie meine Bachelorarbeit zum Thema Mikrometeorite geschrieben. Und hier soll es jetzt eben nochmal darum gehen, wie man diese Mikrometeorite finden kann und am Ende auch einordnen kann. Da haben Sie ja heute Morgen schon mal ein bisschen sich mit befasst und das Ganze auch schon ein bisschen kennengelernt. Und da haben Sie ja auch gesehen, was für Anwendungsmöglichkeiten das Ganze zum Beispiel in der Schule haben kann. Also damit kann man eben am Ende wirklich selber Forschung betreiben. Und zum anderen ist das Ganze einfach auch sehr interessant für die Schüler, aber auch für Lehrer, dass man am Ende mit relativ einfachen Hilfsmitteln selber solche außerirdischen Körper finden kann. Und deswegen kann das Ganze eben auch für Schülerprojekte geeignet sein. Ja, damit wir jetzt einfach alle auch nochmal auf demselben Stand sind, nochmal kurz dazu, was Mikrometeorite überhaupt sind. Wie der Name es schon sagt, sind es einfach sehr kleine Meteorite. Und das klein bedeutet dann in diesem Fall, dass sie kleiner als etwa 1 bis 2 Millimeter sind. Und diese Staubpartikel, die entstehen im Weltall zum Beispiel, wenn 2 Asteroiden miteinander kollidieren. Und die Staubpartikel, die bewegen sich dann durch den interplanetaren Raum. Dabei können sie dann auf die Erde auftreffen und als Mikrometeorite auf die Erde treffen, auf die Erdoberfläche fallen. Und je nach Schätzung kann man dann etwas sagen, dass ca. 1 Mikrometeorit pro Jahr auf eine Erdoberfläche von 2 Quadratmeter fällt. Das heißt, über einige Jahre hinweg kann sich da eine beträchtliche Anzahl an Mikrometeoriten ansammeln. Und die mischen sich dann hier unter den alltäglichen Straßenstaub. Das heißt, wenn wir solche Mikrometeorite suchen wollen, dann müssen wir die im Straßenstaub suchen. Und da ist jetzt leider das Problem, was jetzt auch schon ein bisschen angesprochen wurde heute, dass es sehr viele irdische und vor allem menschengemachte Partikel gibt, die eben zum Beispiel in der Industrie entstehen. Und aus diesem Grund wurden Mikrometeorite eigentlich bis vor wenigen Jahren quasi ausschließlich in abgeschiedenen Gebieten gesucht, wie eben zum Beispiel in der Antarktis oder auch in der Tiefsee. Und es wurde eigentlich quasi für ausgeschlossen gehalten, dass man Mikrometeorite auch in der Stadt finden kann, eben weil es dort so eine überwältigende Anzahl von irdischen Partikeln gibt. Und dann hat sich irgendwann eben im Jahr 2009 der Jon Larsen diese Frage gestellt, ob man eben vielleicht doch Mikrometeorite auch in der Stadt finden kann und konnte dann schließlich irgendwann tatsächlich den ersten urbanen Mikrometeoriten finden. Seine Methoden, die hat er dann später unter anderem in einem Buch veröffentlicht, diesem hier. Und damit hat er es dann quasi jedem ermöglicht, selber diese außerirdischen Körper finden zu können. Diese Methoden oder das Vorgehen von ihm, das zielt am Ende darauf ab, dass wir möglichst viele von diesen irdischen Partikeln loswerden, sodass am Ende die Konzentration von Mikrometeoriten im Staub höher ist und wir diese Partikel unter Mikroskop suchen können. Genau dieses Vorgehen, das will ich jetzt ein bisschen beschreiben. Und dabei ist zunächst mal die Frage, wo fangen wir diese Suche überhaupt an? Also was ist der richtige Suchort? Da haben wir ja vorhin schon gehört, dass man das Ganze auf Dächern suchen kann, einfach weil die erhöht liegen und dadurch weniger menschengemachte Partikel hinkommen. Das heißt, es ist schon mal ein guter Ort, um mit der Suche zu beginnen. Und da gibt es eben diese 2 Möglichkeiten, haben wir auch schon gehört. Einmal in der Dachrinne, wo sich der Staub ansammelt, den kann man dann daraus einsammeln, oder eben von einem Flachdach, wo sich der Staub ansammelt. Und ich möchte mich hier jetzt auf Flachdächer beschränken. Da funktioniert jetzt aber nicht jedes Flachdach, sondern es muss auch noch ein paar Kriterien erfüllen, nämlich diese hier. Das ist einmal die Akkumulationsfläche und Akkumulationszeit. Die sollen quasi garantieren, dass am Ende überhaupt die Möglichkeit besteht, dass wir auf dem Dach wirklich eine gute Anzahl an Mikrometeoriten finden können. Wir haben ja gerade auf der Folie davor schon mal gesehen, dass etwa 1 Mikrometeorit pro Jahr auf eine Fläche von 2 Quadratmeter fällt. Das heißt, je größer die Fläche ist, die wir beproben, desto mehr Mikrometeorite können wir am Ende auch finden.
genauso ist es auch mit der Zeit, über die sich die Partikel ansammeln. Das heißt, je länger sich die Partikel ansammeln können, desto mehr Mikrometeorite werden wir am Ende finden. Und für das Dach bedeutet das dann also, dass es so groß wie möglich sein sollte erstmal und eben auch schon möglichst lange existieren sollte und auch möglichst lange nicht gereinigt worden sein soll. Das zweite Kriterium sind dann Erhöhungen am Rand. Die sollen einfach garantieren, dass die Mikrometeorite am Ende nicht durch Winde heruntergeweht werden, beziehungsweise der Staub durch Winde heruntergeweht wird, weil sie dadurch dann eben verloren gehen. Solche Erhöhungen, die hat eigentlich jedes Flachdach, aber die sind eben wichtig und die dienen dann am Ende quasi als Falle für den Staub, sodass der sich dann hier ansammeln kann. Das dritte Kriterium ist dann eben noch, dass wir am Ende überhaupt den Staub einsammeln können, dass das Dach eben nicht begrünt oder bekiest sein darf, sondern es muss wirklich eine glatte Oberfläche haben und am besten eben mit so einer Folie bedeckt sein, zum Beispiel einer PVC-Folie. Solche Dächer, die kann man dann mit Hilfe von Satellitenbildern suchen, zum Beispiel mit Google Maps. Im Idealfall ist es zum Beispiel dann schon das eigene Schuldach, aber ansonsten findet man geeignete Dächer oft in Industriegebieten. So eine PVC-Folie, die erkennt man zum Beispiel an dieser hellen Oberfläche hier und so kann man die dann eben mit Hilfe von Satellitenbildern finden und dann Verantwortliche kontaktieren, mit denen absprechen, ob man überhaupt auf das Dach rauf kann. Das ist manchmal aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Und wenn es eben möglich ist, dann noch diese Kriterien hier besprechen, ob die zutreffen. Ja, was man hier vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass man sich bei dieser Suche nach dem richtigen Dach möglichst viel Zeit lassen sollte und möglichst sorgfältig vorgehen sollte. Weil am Ende die Kriterien von dem Dach den Erfolg von der Sammlung bestimmen. Wenn das jetzt nämlich zum Beispiel erst vor wenigen Wochen gereinigt wurde, dann haben wir einfach nicht wirklich die Möglichkeit, dort Mikrometeorite zu finden und dann ist die ganze Suche quasi für umsonst. Das heißt, auf diese Kriterien hier sollte man am Ende achten und da sich eben Zeit lassen, damit man am Ende wirklich ein geeignetes Dach findet. Und wenn man das dann hat, dann geht es im nächsten Schritt an die Beprobung, also an das Einsammeln vom Material. Und da haben wir jetzt auch schon gehört, dass viele Mikrometeorite, etwa 80%, magnetisch sind. Und deshalb sammeln wir hier die magnetischen Partikel erstmal nur ein, damit wir so schon mal viele irdische Partikel loswerden können. Es ist jetzt zu erwähnen, dass bei dem Vorgehen, da kommt es am Ende nicht darauf an, dass wir wirklich jeden einzelnen Mikrometeoriten finden. Das ist erstmal so nicht möglich, sondern eben wir wollen viele von den irdischen Partikeln loswerden. Und deshalb sammeln wir hier jetzt erstmal nur die magnetischen Partikel ein. Und das heißt, wir brauchen hierfür dann einen Magneten, zum Beispiel so einen mit einem Griff. Und der sollte prinzipiell erstmal so stark wie möglich sein. Der hier hat jetzt zum Beispiel eine Tragkraft von etwa 100 Kilogramm. Und wenn ich mit dem jetzt einfach durch den Staub durchfahre, dann bleiben die Partikel da hängen. Aber die kriegt man dann nur sehr schwer wieder davon losgelöst oder gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen den, bevor wir den Staub einsammeln, noch ein bisschen präparieren. Und dafür brauchen wir eben zum einen den Magneten hier und dann noch zwei Tüten. Eine etwas größere und eine kleinere. Na, und den Magneten, den stecken wir dann hier erstmal in die kleinere Tüte hinein. Das sollte am besten eine verschließbare Tüte sein. Kann man dann verschließen und dabei sollte man dann darauf achten, dass das hier wirklich straff gehalten wird, damit am Ende die Distanz zwischen dem Magneten und dem Staub so gering wie möglich ist. Na, und das steckt man dann nochmal in die größere Tüte rein, achtet wieder darauf, dass es hier straff gehalten wird. Und dann kann man das von außen festhalten, damit durch die Probe durchfahren, die Partikel einsammeln. Und wenn der Magnet dann voll ist, dann nimmt man sich einen Auffangbehälter, zum Beispiel eine Box oder eine weitere Tüte und kann das Ganze dann da reinhalten. Und wenn man jetzt hier einfach den Magneten mit der kleinen Tüte rauszieht, dann fallen die magnetischen Partikel, die hier hängen geblieben sind, einfach runter in die Box. Und so kann man die ganzen Partikel eben einsammeln, ohne dass sie direkt an den Magneten kommen. Na, da kann man sich ja jetzt eigentlich nochmal fragen, wieso man jetzt überhaupt diese kleine Tüte braucht. Eigentlich reicht ja die größere Tüte. Aber die ist einfach zur Sicherheit da, weil im Staub sind auch viele spitze Gegenstände, wie zum Beispiel Schrauben. Und dadurch können die Tüten relativ schnell zerstört werden. Und das heißt, diese kleine Tüte ist einfach nochmal zur Sicherheit da, dass am Ende wirklich keine Partikel an den Magneten kommen.
Und mit diesem präparierten Magneten können wir jetzt am Ende durch die Probe durchfahren. Also eigentlich könnte man ja meinen, dass man das jetzt so lange machen sollte, bis man wirklich alle magnetischen Partikel eingesammelt hat. Also bis keine Partikel mehr am Magneten kleben bleiben. Dem ist aber nicht so und es würde auch ewig dauern, sondern man muss wirklich nicht jeden magnetischen Partikel einsammeln, weil Mikrometeorite sind im Vergleich zu irdischen Partikeln oder im Vergleich zu manchen irdischen Partikeln stärker magnetisch und irgendwann bleiben einfach nur noch relativ schwach magnetische Partikel am Magneten haften und die brauchen wir dann nicht in unserer Probe, weil da sind keine Mikrometeorite enthalten. Das heißt, man muss nicht jeden magnetischen Partikel einsammeln, sondern es reicht, wenn man ein paar Mal mit dem Magneten durch die Probe durchfährt. So als Orientierung genügen etwa 2 bis 3 Durchgänge durch die Probe auf jeden Fall. Reicht aber auch erstmal nur ein Durchgang, damit kann man dann auch schon die meisten Mikrometeorite einsammeln. Das Material, was man dann eingesammelt hat, das nimmt man mit nach Hause oder mit in die Schule und dort wird es dann weiter bearbeitet. Und dabei wird zunächst mal das Material gespült. Und das Ziel davon ist eben, die mineralischen Partikel von den organischen Partikeln zu trennen. Weil Mikrometeorite sind einfach kleine Gesteinsbrocken und die sind damit mineralisch. Und solche mineralischen Partikel, die haben eine größere Dichte als die organischen Partikel. Und genau das macht man sich quasi zunutze. Nämlich, wenn jetzt das ganze Material in Wasser aufgewirbelt wird, dann sinken die Partikel mit höherer Dichte, also die mineralischen, als erstes auf den Boden ab. Und die organischen Partikel, die dann noch im Wasser schweben, die können dann abgegossen werden. Das heißt, so kann man diese beiden Arten dann voneinander trennen. Und dieses Vorgehen, das will ich jetzt auch nochmal ein bisschen genauer beschreiben oder eine Möglichkeit beschreiben, wie man da vorgehen kann. Und dafür braucht man das Material, zum einen 2 Messbecher, die habe ich jetzt hier auch mal mitgebracht, einfach gewöhnliche Messbecher, dann noch ein Plastiklöffel zum Umrühren, etwas Spülmittel und warmes Wasser. Genau. Und dann nimmt man sich am Anfang einen von den Messbechern und befüllt den etwas mit dem Staub, den man eingesammelt hat. So maximal mit einem Viertel oder zu einem Viertel mit dem Staub befüllen. Und das Ganze gießt man dann mit etwas Spülmittel und warmem Wasser auf und rührt es dann einige Zeit um, so etwa 30 Sekunden, damit sich die Partikel, die eventuell noch zusammenkleben, voneinander trennen können. Danach lässt man das Ganze dann einige oder kurze Zeit stehen, damit die mineralischen Partikel, wie erwähnt, eben absinken können und die organischen dann abgegossen werden können. Und da ist jetzt nur noch die Frage, wie lange das Ganze dann dauert, bis diese mineralischen Partikel abgesunken sind. Das Ganze geht relativ schnell bei den Partikeln, die jetzt für uns relevant sind. Nämlich dauert das Ganze nur so etwa 1 bis 2 Sekunden. Da ist jetzt leider das Problem, weil wir das Ganze ja umgerührt haben, dass das Wasser nach dieser kurzen Zeit immer noch in Bewegung ist. Deshalb kann das Material, was bereits abgesunken ist, nochmal aufgewirbelt werden. Und da ist dann deshalb die Gefahr da, dass es aus Versehen abgegossen wird. Und deshalb benötigt man dann den zweiten Messbecher. Also beziehungsweise am Anfang kann man erstmal einige Zeit länger warten. Da kann man 5 Sekunden warten etwa bis zum Abgießen, weil da einfach auch noch sehr viel von dem organischen Material abgegossen wird. Und das Ganze kann man dann ein paar Durchgänge machen, bis die Materialmenge auf etwa 1/3 reduziert ist. Aber danach kommt man dann mit so einer relativ langen Wartezeit nicht mehr wirklich weiter, sondern muss dann wirklich bereits nach 1 bis 2 Sekunden abgießen. Und damit man da eben keine mineralischen Partikel verliert, kann man das Ganze einfach in den zweiten Messbecher abgießen und dadurch behält man die Partikel eben. Das macht man dann so lang, bis im ersten Messbecher hier nur noch mineralische Partikel enthalten sind. Die kann man dann zum Trocknen in eine Box geben oder ähnliches. Und dann hat man jetzt im zweiten Messbecher das abgegossene Material. Da können jetzt immer noch mineralische Partikel enthalten sein und deshalb wiederholen wir das Ganze einfach nochmal und gießen jetzt von diesem zweiten Messbecher in den ersten ab. So kann man dann am Ende eben alle mineralischen Partikel herausfiltern. Ja, wenn man das gemacht hat, dieses Material gespült hat, dann kann man da sehr viele organische oder sehr viele irdische Partikel loswerden und die Masse des Materials um bis zu 99% reduzieren. Also da bleiben dann nur noch wenige Gramm am Ende übrig. Wie ich ja schon gesagt habe, lässt man das Ganze dann zum Beispiel über Nacht trocknen. So kann es dann am Ende nochmal aussehen.
am Ende vom Spülen. Hier sieht man, dass einige Partikel dann schon auf dem Boden abgesunken sind, aber manche eben noch im Wasser schweben und das sind dann die organischen Partikel, die abgegossen werden müssen. Am Ende bleiben dann hier eben nur noch die mineralischen Partikel im Messbecher übrig beim Abgießen. Genau, und im nächsten Schritt werden die Partikel dann der Größe nach sortiert, einfach weil in manchen Größenbereichen das Suchen am Ende unter Mikroskop effizienter und auch einfacher ist. Da empfehle ich jetzt erstmal diesen Bereich von 0,2 bis 0,4 mm. Und es hat mehrere Gründe, nämlich einmal habe ich hier ein paar Größenverteilungen mitgebracht. Da sieht man eigentlich ganz gut, dass am Ende die Mikrometeorite quasi alle kleiner als 0,4 mm sind oder fast alle sind kleiner als 0,4 mm. Das heißt, die größeren, die kann man jetzt erstmal schon mal vernachlässigen, da sind nur sehr wenige Mikrometeorite enthalten. Dann ist es einfach auch noch so, dass es vor allem sehr viele sehr kleine irdische Partikel gibt und die stören dann natürlich bei der Suche. Dann ist es auch noch so, dass am Ende unter Mikroskop die Oberflächenstrukturen bei den größeren Partikeln einfach deutlich besser zu erkennen sind und deshalb ist die Suche am Ende unter Mikroskop in diesem Größenbereich von 0,2 bis 0,4 mm am einfachsten. Man kann aber trotzdem auch Mikrometeorite kleiner als 0,2 mm finden. Also das ist nicht ausgeschlossen, aber es ist eben teilweise dann schwieriger. Das heißt, man benötigt 2 Siebe mit Maschenweiten von etwa 0,2 und 0,4 mm. Wenn man sowas jetzt nicht zur Verfügung hat, dann reicht alternativ zum Beispiel auch erstmal ein Küchensieb. Die haben meistens eine Maschenweite von etwa 0,5 mm. Das ist also relativ gut geeignet für diese obere Grenze. Da bleiben dann zwar die kleinen Partikel enthalten, aber man kann trotzdem auch so sehr viele Mikrometeorite am Ende finden. Am Ende von der Bearbeitung wird jetzt nochmal der Magnet eingesetzt. Und das Ganze einfach, weil, ich habe ja schon erwähnt, dass die Partikel teilweise noch zusammenkleben. Das heißt, es können auch nicht magnetische Partikel eingesammelt werden, die eben an magnetischen Partikeln kleben und deshalb können die jetzt hier nochmal voneinander getrennt werden. Und wenn man da den Magneten auf eine gewisse Weise einsetzt, dann kann man die Masse des Materials auch nochmal deutlich mehr reduzieren. Nämlich, habe ich ja auch schon gesagt, dass Mikrometeorite stärker magnetisch sind als andere irdische Partikel. Das heißt, die springen bereits aus einem gewissen Abstand an den Magneten. Bei dem hier waren es jetzt zum Beispiel etwa 2 bis 3 cm. Das hängt aber am Ende sicherlich von der Stärke des Magneten ab. Da muss man dann selber ein bisschen probieren. Und das heißt, es genügt, wenn man mit dem Magneten, natürlich wieder entsprechend präpariert, einfach in so einem Abstand über das Material drüber fährt und so die Partikel einsammelt. Dadurch kann die Probe oder die Masse der Probe am Ende eben nochmal um weitere 80% reduziert werden im Vergleich dazu, wenn man mit dem Magneten wirklich durch das Material durchfährt, dann würde es nur um etwa 50% reduziert werden. Also so kann die Suche am Ende unter Mikroskop eben nochmal deutlich vereinfacht werden. Genau, das ist also jetzt eigentlich alles, wie man das Material bearbeitet. Das habe ich jetzt auch nochmal hier kurz zusammengefasst. Also am Anfang sucht man sich ein Flachdach mit bestimmten Kriterien. Dabei möglichst sorgfältig vorgehen, um ein geeignetes Dach zu finden. Im nächsten Schritt wird es dann beprobt. Dabei werden nur die magnetischen Partikel eingesammelt. Beim Spülen werden dann die mineralischen Partikel von den organischen getrennt. Dann werden sie der Größe nach sortiert, am besten in diesem Bereich von 0,2 bis 0,4 mm. Und zum Schluss wird dann, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, nochmal der Magnet eingesetzt. Damit kann man jetzt fast zum Mikroskopieren kommen. Aber nur fast, weil bevor wir ans Mikroskopieren gehen, müssen wir uns erstmal noch anschauen, nach was wir am Ende überhaupt unter Mikroskop suchen. Am Ende ist es erstmal wichtig für uns, dass bei vielen Mikrometeoriten wirklich die optischen Merkmale am Ende ausreichen, um sie unter Mikroskop relativ sicher als Mikrometeorite zu identifizieren. Und das liegt einfach daran, dass die Mikrometeorite, die wir in der Stadt finden, nur eine relativ kurze Zeit auf der Erde sind und deshalb äußerlich noch nicht stark verändert bzw. verwittert sind. Im Gegensatz dazu ist es zum Beispiel bei Mikrometeoriten aus der Tiefsee anders. Die sind sehr stark verwittert und da reichen eben die optischen Merkmale nicht aus, sondern da müssen dann noch chemische Analysen durchgeführt werden, um sie am Ende relativ sicher zu identifizieren. Aber bei uns reichen eben bei vielen Mikrometeoriten
zumindest die optischen Merkmale. Dann haben wir vorhin auch schon gesehen, dass es diese 3 Arten von Mikrometeoriten hier gibt. Ungeschmolzene, teilweise geschmolzene und geschmolzene, je nachdem wie stark am Ende die Aufheizung in der Atmosphäre war. Jetzt ist es so, dass diese ungeschmolzenen und teilweise geschmolzenen Partikel, die sind äußerlich noch nicht stark oder nicht stark genug verändert und deshalb ähneln sie noch relativ stark den oder vielen irdischen Gesteinspartikeln. Deshalb genügen bei diesen Arten die optischen Merkmale am Ende nicht, um sie sicher als Mikrometeorite zu identifizieren und die vernachlässigen wir jetzt deshalb. Die meisten Mikrometeorite sind aber sowieso geschmolzene Partikel, also je nach Sammlung bis zu 90% der Mikrometeorite sind geschmolzen. Da ist es eben bei vielen dann möglich, sie unter Mikroskop zu identifizieren. Ja, wie der Name schon sagt, schmelzen die eben komplett auf und diese Flüssigkeiten, die bilden sich dann in der Atmosphäre zu Tropfen, wie es zum Beispiel auch bei Regentropfen der Fall ist. Und aus dem Grund werden sie oft auch als kosmisches Verruhlen bezeichnet. Und ja, diese Flüssigkeiten, die erkalten dann wieder und rekristallisieren und dabei bilden sie dann markante Strukturen. Und anhand von denen kann man sie am Ende erkennen. Und dann will ich jetzt erstmal allgemein zu kosmischen Spherulen, wie die aussehen. Also ich habe ja schon erwähnt, dass sie sphärenartig sind, also kugelförmig und eine aerodynamische Form haben, die sie eben durch den Flug durch die Atmosphäre bekommen. Außerdem haben sie im Vergleich zu irdischen Partikeln eine sehr dunkle Farbe in den meisten Fällen. Das kann man zum Beispiel auch bei diesem Partikel hier sehr gut erkennen. Der hat sich am Ende als Mikrometeorit herausgestellt. Und da erkennt man jetzt zum Beispiel diese aerodynamische Form und auch die dunkle Farbe im Vergleich zu den umliegenden irdischen Partikeln. Die aerodynamische Form und auch die aerodynamische Oberfläche, die ist auch bei den beiden Mikrometeoriten auf den rechten Bildern gut zu erkennen. Und ein weiteres Merkmal, was wir vorhin auch schon gesehen haben, sind Metallperlen, die sich während dem Flug durch die Atmosphäre bilden. Die können dann an der Oberfläche sichtbar werden. Manchmal fallen die auch aus den Mikrometeoriten quasi heraus und hinterlassen dann Hohlräume auf der Oberfläche, also solche hier. Durch diese Metallperlen oder diese Hohlräume das ist einfach ein weiteres Kriterium, um Mikrometeorite am Ende zu erkennen. Jetzt gibt es 3 Typen von kosmischen Spherulen, die für uns am Ende relevant sind, um sie unter Mikroskop zu erkennen. Und die will ich jetzt, oder deren Merkmale, deren Oberflächenmerkmale, die will ich jetzt nochmal kurz vorstellen. Das ist einmal der sogenannte PO-Typ, der porphyrische Olivin-Typ. Der hat seinen Namen daher, dass er große Olivinkristalle auf der Oberfläche hat. Und von diesen 3 Typen, die jetzt am Ende für uns relevant sind, ist es der am niedrigsten erhitzte Typ. Manchmal kann der deshalb auch noch unregelmäßige Formen haben. Also allgemein ist es so, dass der PO-Typ sehr viele verschiedene Merkmale haben kann. Der kann von rundlich bis unregelmäßig geformt sein, manchmal ist er auch länglich geformt beispielsweise. Dann kann er porös sein, also Hohlräume haben oder auch kompakt. Und auch die Struktur von den Kristallen auf der Oberfläche kann sehr unterschiedlich sein, von gleichmäßig verteilten Kristallen bis zu bestimmten Kristallstrukturen. Diese Vielfalt, die sieht man auch nochmal auf diesen Bildern, also die reicht wirklich von der Form bis zur Porosität mit Hohlräumen, wie jetzt zum Beispiel hier oder hier zu sehen ist. Oder dann eben auch zur Struktur auf der Oberfläche von gleichmäßig verteilten Kristallen oder teilweise dann zum Beispiel auch eine relativ glatte Oberfläche. Genau, diese Bilder, die habe ich von der Webseite Urbane Mikrometeorite von Thilo Hasse. Diese Website ist generell empfehlenswert, weil da einfach auch nochmal die einzelnen Schritte auf dem Weg zu den eigenen Mikrometeoriten beschrieben sind. Und da gibt es eben am Ende auch eine große Datenbank von Bildern von Mikrometeoriten, anhand der man sich bedienen kann, weil es am Ende eben wichtig ist, dass man weiß, nach was man unter Mikroskop suchen muss. Und das geht einfach am besten mit Hilfe von Bildern. Da kann man sich eben zum Beispiel auf dieser Webseite bedienen. Aber es gibt zum Beispiel auch Bilder in diesem Buch hier oder es gibt auch noch ein weiteres Buch, in dem auch nochmal viele Mikrometeorite abgebildet sind. Und da kann man sich eben vorher informieren, nach was man überhaupt suchen muss. Dann gibt es noch den BO-Typ, Barrett Olivine auf Englisch oder dann auf Deutsch gestreifte oder balkenförmige Olivin. Dieser Name sagt eigentlich schon alles darüber aus, wie der Mikrometeorit-Typ aussieht. Nämlich hat er
eine gestreifte Struktur von Olivinkristallen. Die ist jetzt zum Beispiel auf diesen Bildern hier gut zu erkennen. Also diese Bilder, die habe ich am Ende selber unter Mikroskop gemacht mit einer einfachen Kamera. Das heißt, so kann es am Ende dann aussehen, wenn man diese Mikrometeorite unter Mikroskop findet. Man sieht hier relativ gut diese gestreiften Olivinkristalle oder diese gestreiften Bereiche, hier auch. Und die können jetzt entweder durchgehend sein, wie bei diesem Partikel, oder auch in verschiedenen Bereichen unterschiedlich lokalisiert. Hier gehen die zum Beispiel in diese Richtung und da in diese Richtung. Da können sich eben auch die BO-Typ-Mikrometeorite etwas unterscheiden, aber im Endeffekt sind diese streifenförmigen Muster unter Mikroskop sehr gut zu erkennen. Und oft sind BO-Typ-Mikrometeorite eben oval. Das ist jetzt zum Beispiel beim linken Mikrometeoriten gut zu sehen. Und dann sind die Streifen meistens senkrecht zur langen Achse orientiert. Dann gibt es zum Abschluss noch den CC-Typ, den kryptokristallinen Typ. Und der kann jetzt auch nochmal weiter unterteilt werden. Nämlich gibt es dann einmal den mikrokristallinen Typ. Das ist quasi so ein Übergang von BO-Typ zum CC-Typ. Weil der hat jetzt immer noch gestreifte Bereiche, wie es auch beim BO-Typ der Fall ist. Die sind zum Beispiel hier zu erkennen, angedeutet, oder auch hier. Aber der hat jetzt eben auch feinkristalline Bereiche, bei denen man eben nicht mehr so eine Struktur sieht, sondern es äußert sich dann meist durch eine relativ glatte Oberfläche, wie man hier sehen kann. Und oft haben diese mikrokristallinen Mikrometeorite auch leichte Erhebungen auf der Oberfläche, die unter Mikroskop gut zu erkennen sind. Und dann sind die feinkristallinen Bereiche meistens auf diesen Erhebungen lokalisiert, also hier, und die gestreiften Bereiche am Rand von den Erhebungen. Dann gibt es noch den normalen kryptokristallinen Typ, der enthält jetzt keine gestreiften Bereiche mehr, sondern nur noch so eine feinkristalline Struktur und deshalb hat er oft so eine glatte und glänzende Oberfläche, die auch oft wellenartig erscheint. Dieses Wellenartige kann man zum Beispiel bei diesen beiden Partikeln hier sehr gut erkennen und auch diese glatte Oberfläche. Und oft sind normale kryptokristalline Mikrometeorite auch länglich geformt. Und zum Abschluss gibt es jetzt noch den sogenannten Turtleback-Typ. Der fällt unter Mikroskop eben durch seine knubbelige Oberfläche auf, die an einen Schildkrötenpanzer erinnern kann. Das heißt, er hat viele kleine, regelmäßige Erhebungen und gerade dadurch ist er unter Mikroskop eben sehr auffällig. Oft haben solche Turtleback-Typ Mikrometeorite eine sehr rundliche Form. Das waren jetzt also die Merkmale von den Mikrometeoriten, die am Ende für uns relevant sind. Und anhand von diesen kann man diese Mikrometeorite wirklich gut von irdischen Partikeln unterscheiden. Irdische Partikel, die sehen dann zum Beispiel so aus. Also viele haben einfach gar keine wirkliche Oberflächenstruktur, wie jetzt hier oder auch hier zu sehen ist, sondern die sind wirklich sehr glatt. Dann gibt es auch viele glasige irdische Partikel, wie jetzt der hier, oder viele haben auch eine mehrfarbige Oberfläche. Das kommt bei Mikrometeoriten auch nicht wirklich vor, sondern Mikrometeorite waren ja sehr einheitlich und sehr dunkel gefärbt oder schwarz gefärbt. Dann gibt es auch sehr viele metallische irdische Spherulen, die eben zum Beispiel in der Industrie entstehen. Und oft haben irdische Spherulen auch eine sehr kantige Oberfläche. Das war bei Mikrometeoriten eben auch nicht der Fall, sondern da war die wirklich sehr glatt oder eben nicht kantig. Deshalb kann man die am Ende eben sehr gut unterscheiden. Wenn man sich jetzt darüber informiert hat, nach was man suchen muss, dann kann man jetzt im letzten Schritt ans Mikroskopieren gehen endlich. Dafür benötigt man eben logischerweise ein Mikroskop, im besten Fall ein Stereomikroskop, weil das einfach ein dreidimensionales Bild liefert und dadurch die Oberflächenstrukturen deutlicher zu erkennen sind. Ja, und dieses Mikroskop, das sollte mindestens eine Vergrößerung von 25-fach haben, damit man am Ende die Strukturen auf der Oberfläche gut erkennen kann, beziehungsweise es sollte eher noch eine bessere Vergrößerung haben. Aber ab 25 sind bei den ersten Mikrometeoriten die Strukturen zu erkennen. Genau, und dann nimmt man sich wenige Partikel auf einmal, sodass das Ganze eben übersichtlich ist und untersucht die unter Mikroskop bei einer relativ geringeren Vergrößerung, zum Beispiel bei 25-facher Vergrößerung. Das geht man dann systematisch durch. Dabei entnimmt man dann interessante Partikel, was mögliche Mikrometeorite sein könnten. Und das Ganze funktioniert mit Holzspießen, also zum Beispiel nimmt man sich da einfach Schaschlikspieße. Die kann man davor dann oder die sollte man davor dann nochmal extra anspitzen, damit die vorne wirklich
scharf sind, weil diese Partikel, die sind eben am Ende wirklich sehr klein. Und das heißt, es sollte nochmal extra angespitzt werden. Wenn man dann so einen möglichen Kandidaten gefunden hat, wie jetzt zum Beispiel bei dem hier im linken Bild, hier, da passt ja die Form, die passt gut und auch die Farbe im Vergleich zu den umliegenden irdischen Partikeln das deutet stark auf den Mikrometeoriten hin. Dann nimmt man sich einen ersten Holzspieß und kann damit erstmal diesen Kandidaten trennen von den irdischen Partikeln. Dann nimmt man sich noch einen zweiten Holzspieß, tunkt den leicht in Wasser ein, damit der Partikel am Ende an diesem befeuchteten Holzspieß haftet. Und den kann man dann beispielsweise in eine zweite Petrischale tun. Und so kann man diese möglichen Kandidaten am Ende sammeln und sie dann später bei maximaler Vergrößerung nochmal genauer untersuchen und anhand von den Kriterien entscheiden, ob es sich jetzt um einen Mikrometeoriten handelt oder eben nicht. Damit wäre ich dann jetzt eigentlich fertig mit meinem Vortrag und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Sie ein bisschen von diesem Thema begeistern kann, weil es einfach was sehr Interessantes und Spannendes ist, dass man solche außerirdischen Körper am Ende mit relativ einfachen Hilfsmitteln selber finden kann.